Mein Zustand änderte sich auch im neuen Jahr nicht. Es machte mir solche Angst, weil ich nicht wusste, was mit mir los war. Marie, die schräg gegenüber wohnte, wollte ich nicht fragen. Täglich konnte ich traurig mit ansehen, wie sie ihre Tochter in einem Tuch um den Bauch gebunden, die Wäsche auffing oder am Strand entlang lief. Ich hatte ununterbrochen Magenschmerzen und ernährte mich inzwischen nur noch von winzigen Stückchen Fladenbrot und Pfefferminztee. Aber es half nichts. Ich musste mich oft übergeben. Als ich immer dünner wurde, suchte ich den Camparzt auf. Es war ein junger blonder Mann, der in Deutschland noch nicht praktiziert hatte, wie er mir erzählte. Nachdem ich ihm meine Symptome geschildert hatte, meinte er, das ist der Campkoller. Den bekommen wir hier alle einmal. Sie haben Langeweile. Es ist schwer, allein mit einem Baby in dieser Einöde zu leben. Zum Widerspruch fehlte mir die Kraft. Selbst das Sprechen strengte mich inzwischen an. Schließlich riet er mir, ich sollte mich ablenken. Das Kind schreien lassen, Tennis spielen. Tun Sie mal was für sich, meinte er aufmunternd und schob mich aus der Praxis. Obwohl ich unsicher war, ob mir Sport guttun würde, verabredete ich mich am nächsten Tag mit Sally, der Frau des Tauchers, auf dem Tennisplatz. Sally gab sich alle Mühe, aber es war ein Desaster. Ich konnte kaum laufen und schließlich gab ich erschöpft auf. Nass geschwitzt und in meinen Kleidern legte ich mich ins Bett und zog mir die Decke über den Kopf. Die Tage vergingen. Während Frank alle Hände voll zu tun hatte und fast täglich die Gefangenen im Gefängnis besuchte, erholte ich mich nicht. Im Gegenteil, die Schmerzen in meinem Bauch nahmen zu. Der Himmel war verhangen wie meine Stimmung. Ein Sandsturm folgte dem nächsten. Der Wind zerrte an der Verandatür, trieb Staub und Sand durch das Fliegengitter. Ich hatte keine Kraft, ihn zusammenzufegen. Oft saß ich den ganzen Tag im Nachthemd am Fenster und starrte auf die schmutzig graue See. Der Sturm peitschte die Wellen meterhoch und das Clubhaus stand bis zur Hälfte unter Wasser. Obwohl Frank sich alle Mühe gab, mich aufzumuntern, änderte sich meine Gefühllosigkeit nicht. Konstantin dagegen wurde immer kräftiger. Oft hatte ich den Eindruck, als wüsste er, was mit mir los war. Wenn ich ihn im Arm hielt, schaute er mir unverwandt und eindringlich in die Augen. Dann fühlte ich mich schuldbewusst und wie eine Versagerin. Schließlich bekam ich Panikattacken, sobald Frank das Haus verließ. Mein Mann überlegte nicht lange, packte mich ins Auto und fuhr mit mir nach Tabuk. Dort gibt es bestimmt eine bessere ärztliche Versorgung als hier, meinte er tröstend. Mit einem Mal hatte die Strecke nach Tabuk ihre Besonderheit verloren. Die Landschaft erschien mir jetzt seelenlos. Ein toter Hund mit aufgeblähtem Bauch lag am Straßenrand. Bedrückt saß ich neben Frank, während Konstantin in seinem Körbchen schlief. Liebe Follower, dank euch wächst der Kanal stetig. Wir haben mittlerweile sogar Zuhörer aus der ganzen Welt. Nur mit den Abos hapert das noch etwas. Dabei kosten die ja nichts. Und den Daumen hoch ist auch ganz wichtig. Wir hören uns. Bis bald.